Hallo, wir sind heute hier in der Regie C. Wir haben uns hier eingefunden, um verschiedene Chorusse, Wie keine auch Ahnung, immer. miteinander zu vergleichen und haben uns heute mal speziell die älteren Kaliber unseres Equipments da reingestellt. Ein Lexicon L300, den Eventide H3000 und den TC 2290. Der Fabian hat noch so einen MXR Tretminen-Chorus mitgebracht. Microchorus ist das. Und dann haben wir noch unser TC 6000 angeschlossen. Genau. Wir machen das einmal einfach, um die Sounds auch mal wieder zu hören und zu vergleichen, weil mittlerweile arbeiten wir ja sehr viel mit Plugins. Aber auch, weil wir natürlich nach Inspiration für unser System suchen. Da programmieren wir gerade an dem Chorus und ja, und da hoffen wir, dass wir einfach ein bisschen weiterkommen und vielleicht auch Ansätze finden, wie man so einen Teil dann auch vielleicht simulieren kann oder welche Techniken da verwendet werden. Genau, welches auch einfach am coolsten klingt. Genau. Gut, ich habe hier schon mal ein Projekt vorbereitet. Wir haben über die externen Effekte in Cubase die verschiedenen Hardware-Geräte eingebunden, sodass ich dann eben in der DAW umschalten kann. Das Ganze, unsere Testbeispiele liegen eben hier oben auf der obersten Spur und die gehen dann per Send auf die einzelnen Effektkanäle. Und da drin liegt dann eben jeweils der externe Effekt und eben eine Instanz von unserem For You Plus Blind Test, damit wir eben vergleichen können, Lautheits ausgeglichen vergleichen können und eben im Zweifel auch einen Blindtest direkt starten können. Sollen wir einfach mal reinhören? Hören wir mal rein einfach. Alles klar, dann analysieren wir erst kurz. Mit analysieren wir die Lautstärke der einzelnen Kanäle zueinander gematcht, damit man da nicht sich von Lautstärke blenden lässt. Ganz genau, und sobald eben der Compensate-Modus drin ist, dann kann man eben vergleichen, ohne dass die Lautstärke springt. Gut, das war jetzt der Eventide H3000. Wir hören nochmal kurz rein. Ah, so kenne ich den. Das ist ein 8-stimmiger Chorus. Dieser Rich-Chorus hat auch eine ziemliche Programmiertiefe, also kann man sehr viel einstellen. Wir haben das Gerät so in den 90ern, denke ich mal, gekauft. Und ich glaube, damals gab es so ziemlich keine Mischung, bei der ich es nicht eingesetzt habe. Es gab auch eine Punkband, die wollten definitiv keinen Hall auf der Stimme, aber gegen Chorus auf der Stimme hatten sie nichts und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das kam dann auch drauf. Ja, auf jeden Fall ein sehr cooles Gerät mit sehr vielen Einstellungen. Hören wir mal weiter. Hier ist der Lexicon 300. Schaut nochmal um zum 3000, gerade im Streckenvergleich. Das ist hier jetzt das Preset My Guitar. Es gibt noch einen Vox-Chorus da drin, aber den fand ich für das Beispiel nicht so wirklich passend. Deswegen habe ich My Guitar genommen. Und ich glaube, das besteht auch nicht wirklich viel mehr als aus einem Chorus. Das war noch ziemlich mühsam, eigentlich alles dann einzustellen. Ne? Ja, gerade mit dem Gerät komme ich nicht so wirklich gut klar, weil man hier immer in so verschiedenen Pages auch Ebenen dann durchgehen, geht. Ne? Genau. Mit Up and Down, genau. Ja, aber halt, heute ist man verwöhnt, ne? Mit irgendwelchen GUIs, die in jede Richtung aufklappen, wie man es gerade haben will. Ja, da ist man echt verwöhnt. Damals bis du dort bist, war schon irgendwie Kaffeepause. Ne? Mit dem nächsten Gerät musste ich mich auch erstmal auseinandersetzen. Das ist der 2290. Das steht hier ganz oben. Das hat ja keine Menüführung und die Presets sind auch nur numerisch erreichbar. Das heißt, die haben nicht mal einen Namen. Aber ein sehr schickes Gerät, auch sehr charakteristisch. Also ich weiß, damals waren wir total stolz, dass wir das im Rack hängen hatten. Kann ich mir vorstellen. Das heißt, ich habe mich hier, als ich das vorbereitet habe, einfach durch ein paar Presets durchgewühlt, bis ich halt bei was angekommen bin, was nach dem Chorus klingt. Da hören wir mal gerade rein. Er ist jetzt nicht einer der dicksten. Der hat ja auch im Prinzip nur eine Stimme, die zum Originalsignal dann einfach ein bisschen moduliert. Und dementsprechend klingt das wie so eine Light-Variante vom Eventide. Ne? Eine zweite Stufe dazu. Man könnte hier vielleicht noch mit der Zeit ein bisschen hochgehen, auf 10 Millisekunden hoch. Das wird dann aber eher traurig. Wir gehen hier mal ein bisschen runter. Ich kann das auch eintippen. Ja, schon noch ein bisschen viel, vielleicht ein bisschen noch zurück. Magisch waren ja die 33. Machen wir die 33.
Okay. Ja, ging. Ne? Jetzt klingt schon mehr nach Man Chorus, kann ja hier dann noch so die Panoramamodulation anmachen. Mach die gerade mal an, dieses Pan. Genau. Und da konnte man das Original gegen das Effektsignal gegeneinander so pannen lassen. Und das war natürlich dann schon ein gewisser Eindruck. Ne? Gehen wir hier zum nächsten. Das ist hier das 6000er System. Da habe ich hier ein Preset geladen, Classic Chorus. Im Grunde genommen sind das 2 Delay-Lines, die eben unterschiedlich moduliert werden und unterschiedlich im Panorama verteilt werden. Und das klingt dann so. Mir auch ein Tick zu atonal jetzt hier, ne? Vielleicht ein bisschen zu viel Modulation auch, ne? Das können wir schnell umstellen. Hier. Ja, gefällt mir besser. Genau. Kommen wir jetzt zum MXR Microchorus. Der fällt ein bisschen raus aus diesem Vergleich, weil es einerseits der einzige Analogchorus ist, den wir hier heute im Vergleich haben. Und dann aber auch, weil es eben ein Mono-Gerät ist. Also ist auch sehr übersichtlich von der Parameterisierung. Ne? Genau, der hat einen Rate-Knopf und sonst einen Anschalter. Ja, und Batterie kann man reintun. Ne? Ja, die ist gerade gar nicht drin. Okay, hören wir mal rein. Macht aber ganz schön Alarm. Ja, ein bisschen schneller. Klingt jetzt auch so ein bisschen wie ein Phaser. Ja, aber gefällt mir eigentlich sehr gut. Sehr natürlich auf jeden Fall. Auch sehr fett. Ja. Und man kriegt keine Correlating-Probleme mit dem Teil. Nee, da ist immer alles Mono. Also bis du mal so ein Stereoteil so klingen hast, wenn du auf Mono gehst, bricht ja meistens da die Welt zusammen. Ja, ich denke auch, dass der mit maximal 2 Delay-Lines arbeitet und dadurch nicht im Panning und die sind aufeinander abgestimmt. Da wird wahrscheinlich nicht viel Schlimmes passieren. Ja, lass uns doch einfach mal vielleicht einen Blindtest machen. Alles klar. Dafür mache ich die GUI hier von größer, sodass wir nicht sehen, welche Pegel im Hintergrund laufen. Und dann lass uns einfach versuchen, auf ein Ranking zu einigen. Genau. Jetzt drücke ich auf Start, sodass eben zufällig ausgewürfelt wird und wir haben jetzt keine Ahnung mehr, was läuft. Ich weiß, welcher das ist. Ich habe eine Vermutung. Das ist der TC, ne? Der 2290. Könnte schon sein, ja. Der hat jedenfalls dieses Panning. Ja, schreib mal das 2290 hin. Der ist nicht so breit. Das könnte der 6000er sein, ne? Da klang auch ein bisschen dezent. Aber bin mir nicht ganz sicher. Kann schon sein. Wir hören erstmal weiter. Ja, genau. Könnte der 600er sein, der Lexicon? 300er. 300, klar. Gut. Der ist Mono, das kann nur einer sein. Ich glaube, das ist der Lexicon. Ja? Hatte ich. Also, aber es geht ja auch gar nicht so wirklich darum, welcher jetzt da wo ist, sondern was uns am besten gefällt. Ne? Den schon cooler. Der ist cool, ja. Ich schiebe den mal weiter nach oben. Der ist nah dran. Also ich glaube, dass der H3000 ist, könnte man auch noch ein bisschen heftiger einstellen. Der hat schon auch das Potenzial, genauso zu klingen. Aber vorhin hatte ich auch beim Umschalten das Gefühl, dass der 300er ein bisschen breiter ist als der ja, welcher gefällt uns denn am besten? Also momentan, also MXR ist ein bisschen, denke ich, eine eigene Liga. Den 2290 würde ich als drittletztes sehen. Okay, also irgendwo hier. Genau, und ansonsten, wir können es einmal kurz durchgehen, aber für mich wäre das so in etwa meine Favoritenreihenfolge. Einmal nochmal. Wohl. Nochmal auf den 1er. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, was meinst du? Was gefällt dir besser, die 2 oder die 1?
Ich finde den 1er hier cooler, weil die 2 schon ganz schön atonal, heftig auch moduliert und so durch die Gegend sich bewegt. Ja, okay, dann lassen wir es so. Aber ich denke, dann ist der H3000, würde ich sagen, so. Oder? Aber die Verknüpfung mit Panning hat schon auch was, ne? Ist schon cool auf jeden Fall. So ein bisschen spröder. Ja, der ist technischer auch, finde ich. Gib mir nochmal den MXR. Ja, finde ich aber echt cool. Also schon ein warmer Klang, ne? Dieses, so ein Eimerkettensystem, ja, glaube ich. Ganz genau, es ist ein analoges Eimerkettensystem, was da drin ist. Sehr cool. Den in Stereo, das wäre schon auch eine interessante Variante für System, würde ich sagen. Sollen wir mal so die Reihenfolge belassen? Jetzt wird es wahrscheinlich gleich peinlich, ne? Weil wahrscheinlich es völlig anders ist, als wir dachten. Ne? Showtracks. Ich mach mal Showtracks. Ja, der MXR stimmt. MXR stimmt. Eventide ist auf Platz 1 gelandet, der H3000. Dann der 2290 interessanterweise. Hätte ich nicht geglaubt. Ja. Krass. Also Eventide oben, den habe ich auch ein Stück weit vermutet. Ich dachte aber, dass der 300er die 2 ist. Mhm. Also das ist das Einzige, denke ich jetzt, ne? So was wir. Genau, also dass der 6000er hier auf der 4 abschneidet, damit hatten wir schon gerechnet. Ja, der hat mir auch nicht gefallen. Der war irgendwie ein bisschen dünn und auch, also einfach kein musikalischer Eindruck. Ist auch eigentlich ein Hallgerät. Ja. Der ist ja nicht die allercoolsten Chorus-Sounds. Weil der ja 2 Modulatoren zur Verfügung hat. Und der 2290 hat ja nur einen. Aber hat sich trotzdem eigentlich ganz gut bewegt. Dann, ne? Aber dass wir den 300er dann als 2290 nehmen, offensichtlich machen die auch ein bisschen was mit Panorama und so. Ne? Wahrscheinlich schon. Lass uns gucken. Wir gehen nochmal zum 2290. Okay, wenn man es weiß, wird es wieder eindeutig, ne? Aber ich glaube, der 300er der arbeitet auch mit irgendwie. Aber der hat mehr Stimmen. Der hat mit mehr Stimmen, ja. Der 2290 hat ja wirklich, praktisch nur eine und vielleicht Stimme. Sind die auch statisch gepannt, die Stimmen, und tauchen dann einfach mal auf und gehen dann wieder weg oder so, ne? Dass da noch eine Amplitudenmodulation irgendwie drauf ist oder so. Ja, cool. Ich würde gern mal noch sehen, wenn man da einen Sinuston reinschickt, wie das aussieht. Das kann spannend werden. So, jetzt haben wir einen Sinuston draufgegeben und hier über das Goniometer können wir uns eben anschauen, wie breit das Signal ist. Fangen wir mal nochmal oben beim 3000er an. Der bewegt sich schon ganz schön. Ja, macht eine ganze Menge, ne? Das war insgesamt nicht so überbreit wie einige andere. Also hat den großen Vorteil, dass er dann halt einigermaßen im Correlating bleibt, ne? Dass du halt Mono nicht die ganzen Auslöschungen hast. Genau. Aber als der rauskam, war ja auch noch so eine Pflicht einigermaßen im Correlating zu bleiben, weil die Radiostationen die einfach nicht gespielt haben. Radiostationen auf Vinyl ist überbreit auch nicht immer unkritisch. Genau. Besten, ne? Schauen wir mal, der 2290. Das ist ein interessantes Bild. Er hat irgendwas direkt im Seitenkanal passiert da jetzt. Und auch dadurch, dass er nicht so viele Stimmen hat, sieht man hier auch, dass sich da nichts zwischenbewegen kann eigentlich. Ja, genau. Das andere ist mehr so ein Gewoppel irgendwie in verschiedene Richtungen, und hier muss er halt mit doch wenig Oszillatoren, Anführungszeichen, halt auskommen. Genau. Aber wahrscheinlich auch weitestgehend monokompatibel, weil schließlich nur der Teil hier wegfallen würde. Genau. Gehen wir jetzt zum 300er. Reset mal. Okay, der ist aus irgendeinem Grund ein bisschen rechtslastig. Auch wenn das Monosignal eigentlich ziemlich gleichlaut sein sollte. Aber es kann jetzt auch hier an der Hardware liegen, dass da irgendein Kabel ein bisschen anders ist. Aber schalte gerade mal zum H3000 zurück. Man merkt schon, dass es deutlich bewegter ist, so auch chaotischer so ein bisschen. Ne? Ja. Bewegt das dann eigentlich eher der ist viel statischer, ja, auf jeden Fall. Dann hier nochmal das 6000er. Ah ja, da sieht man, das hier könnten die beiden Delay-Lines sein. Einer links und einer rechts. Da gibt es auch Parameter für. Das sieht man relativ gut jetzt auch hier im Goniometer. Und dazwischen ist auch eigentlich nichts. Ja. Ja. Das sieht man recht gut.
Gut, beim MXR, das ist ein bisschen langweilig. Da wird nicht viel gehen. Das ist Mono. Leider Mono. Ja. Genau. Okay, was für ein Fazit ziehen wir jetzt daraus? Was wollen wir denn den Programmierern mitteilen, wo sie sich mal ein bisschen anschauen sollen zum Modeln? Also H3000, finde ich, steht insgesamt, ist auf jeden Fall ein Kandidat, den man sich anschauen kann. Ja, war für mich auch schon früher einfach so der Favorite. Das ist, du machst den drauf und die Kunden lächeln. Ne? Also, aber egal, ob es bei Gitarre ist oder Vocals oder auch Toms, der klang einfach immer gut. Ja. Dann MXR, du wolltest es gerade schon ansprechen. Das in der Stereo-Variante könnte echt cool sein, gerade Eimerkettenmäßig. So eine simulierte Eimerkette könnte für uns echt ein Thema sein. Ja. So quasi analog. Und dann Stereo, vielleicht nur mit ein paar Bedienelementen, die hier jetzt halt nicht sind. Also ein Regler hat schon auch was, aber ich denke, wenn man es ein bisschen mehr aufbohrt, hat man ein paar mehr Möglichkeiten. Für ein Bodeneffektgerät auf jeden Fall cool. In einem Plugin in der DAW, glaube ich, darf man noch ein bisschen mehr erwarten. Definitiv, ja. Ich denke, vom 2290 kann man sich diese Panning-Sache auch vielleicht ein bisschen abgucken. Ne? Das ist schon auch eine, ich meine, der macht mit einer Stimme ja, sticht er im Prinzip dieses auch damals mehr als doppelt so teure L300 locker aus. Ne? Klingt einfach einen Tacken besser. Da ist auf jeden Fall eine gute Technik eingebaut, vielleicht. Aber so ein Wet Try, dass die einfach so gegenphasig sich dann bewegen, das ist sicher eine interessante Variante. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann gehen wir jetzt mal zu den Jungs und teilen ihnen das mit. Sagen, was wir gerne hätten. Ne? Ganz genau. Okay, euch vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.